So, ich würde sagen, 1, 2 Minuten warten wir noch. Genau. Geben wir noch 1 Minute Zeit, um in den Warteraum zu kommen. Ich weiß nicht, Nora, vielleicht kannst du auch noch mal kurz ankündigen, dass wir jetzt starten, falls du das noch nicht getan hast. Gut, dann würde ich sagen, es geht los. Ich bin auf jeden Fall super, super froh, dass ihr alle hier drauf seid heute. Vielen Dank, dass ihr mir eure Aufmerksamkeit und eure Zeit schenkt, die zwei kostbarsten Güter, die wir in der heutigen Zeit haben. Und ich möchte mit euch heute über ein Thema sprechen, was mich in den letzten Tagen ein bisschen beschäftigt hat. Ich bin gerade, habe mit ein paar Freundinnen mich sehr, sehr viel über dieses Thema unterhalten und habe festgestellt, dass ich ein paar Sachen in meinem Trading schon ganz gut anwende und dass es ein paar Sachen gibt, die definitiv noch Verbesserungsbedarf haben. Und zwar ist es ein Thema, was uns alle sehr beschäftigt, das Thema Money Mindset. Ich denke, ihr alle habt schon mal von dem Wort Money Mindset gehört. Vielleicht habt ihr jetzt sogar eine Vorstellung davon, wie euer Money Mindset ist. Ist es positiv? Ist es negativ? Habt ihr vielleicht bestimmte Blockaden? Manche Leute sind sich darüber sehr bewusst, andere weniger. Und ich bin mir zum Beispiel über eine Sache sehr bewusst geworden, die ich mir angewöhnt habe. Und zwar habe ich festgestellt, dass jedes Mal, eine übrigens negative Angewohnheit, jedes Mal, wenn ich meinen Bankaccount öffne, oder auch wenn ich meinen Trading-Account öffne und ich hatte vielleicht einen nicht so guten Tag oder irgendwas könnte passiert sein. Also gerade beim Bankaccount ist es eigentlich funny, weil da sollte natürlich immer genügend Geld drauf sein. Aber manchmal, wenn ich dann die App öffne, denke ich so, was ist, wenn jetzt gerade irgendwas abgebucht wurde, keine Ahnung, irgendeine Nachzahlung oder whatever, womit ich nicht gerechnet habe. Und manchmal habe ich in diesem Moment, wo ich meinen Account öffnen möchte, und das Gleiche habe ich bei meinem Trading-Account auch festgestellt, so eine ganz kleine negative Hesitation, Zurückhaltung. Ich denke mir so, gerade wenn es auch ein schlechter Trading-Tag war davor oder es in der Woche nicht so gut lief, dann denke ich mir so, eigentlich will ich den jetzt gar nicht aufmachen, weil zum Beispiel der letzte Trade nicht gut lief oder weil ich weiß, dies und jenes, eine größere Summe, wurde von meinem Konto abgebucht und eigentlich möchte ich die gar nicht hergeben, sondern ich möchte das Geld lieber sparen oder für was anderes ausgeben und fühle mich dabei einfach nicht gut. Und in diesem Moment habe ich eine super, super logischerweise negative Energie dem gegenüber und ich habe mich dann einfach mal gefragt, woher kommt das und was macht das eigentlich mit meinem Money-Mindset und auch mit meinem Trading-Mindset? Und die Sache ist, in dem Moment, wo wir sozusagen uns eigentlich mehr auf die negativen Dinge konzentrieren, zum Beispiel einen verlorenen Trade, zum Beispiel irgendetwas, was wir vielleicht bezahlen müssen, was jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, zu unserem Fun beiträgt, wie, weiß ich nicht, Stromrechnungen, Gasrechnungen, eben diese nervigen Dinge des Lebens. In dem Moment, also ich kenne es zum Beispiel von mir, dass ich der Sache dann manchmal viel, viel, viel zu viel Aufmerksamkeit schenke. Gerade auch, wenn ich einen positiven Trading-Tag mit einem negativen Trading-Tag vergleiche, dann ist es im Vergleich so, dass der negative Trading-Tag von der Gewichtung her irgendwo hier oben liegt und ich dem super, super viel Wert beimesse, mich super selber dafür judge, dass ich Fehler gemacht habe, dass dies passiert ist und das passiert ist. Und an einem positiven Trading-Tag, da habe ich dann vielleicht mal abends gute Laune oder von mir ist auch der Tag über gute Laune, aber die Wertung liegt irgendwo hier unten. Und ich bin in dem Moment, müsste es eigentlich genau andersrum sein, ja, weil ich meine, erstens überwiegen die positiven Tage, zweitens sozusagen verdiene ich ja damit mein Geld. Drittens habe ich sehr, sehr viele gute Trading-Wochen, aber trotzdem ist es immer so, wenn ich einen negativen Trading-Tag habe, der kann manchmal eine ganze Woche überschatten, der kann mehrere Stunden überschatten und es ist wirklich mega schwer, da wieder rauszukommen. Und wenn ich einen positiven Trading-Tag habe, dann denke ich mir so, ja, okay, war nice, passt, abgehakt. Und jetzt ist es aber eben so, dass das Universum
Law of Attraction uns immer genau das gibt, was wir sozusagen schon in unserem Leben haben, worauf wir den Fokus in unserem Leben legen und worauf wir uns wirklich konzentrieren, aber auch wofür wir dankbar sind. Was passiert also in dem Moment, wo ich einen negativen Trading-Tag habe und diesem negativen Trading-Tag so viel Gewichtung beimesse, während ich diesen positiven Trading-Tag so viel Gewichtung beimesse? Ja, weil nach einem positiven Tag ist es ja viel einfacher, es einfach abzuhaken, weil man sagt dann, okay, ja, ich habe alles richtig gemacht, alles gut gemacht, vielleicht schreibt man die Trades dann noch kurz auf, that's it. Nach einem negativen Tag denkt man, ich habe verlernt zu traden, ich habe diesen Fehler gemacht, warum bist du schon wieder so dumm, du hast diesen Fehler schon 15 Mal gemacht, warum hast du darauf nicht geachtet? Und man fängt an, diese Gedankenspirale zu kreisen und zu kreisen und zu kreisen. Und wenn ihr alle auch menschlich seid wie ich, dann kennt ihr dieses Gefühl auch, in dem man dann eben ist, wo man versucht dann zwar, weiß ich nicht, vielleicht keine schlechte Laune zu haben oder es nicht so groß werden zu lassen, aber zumindest bei mir ist es manchmal so, dass es viel größer wird als ein positiver Tag und als es eigentlich sein sollte. Und aus diesem Grund attractet man in dem Moment, wo man den Fokus eben auf diese negativen Dinge legt, auf diese negativen Trades legt. Ich will nicht sagen, man attractet negative Trades, weil ich denke schon immer noch, dass es viel einfach mit Strategie und mit Disziplin zu tun hat. Aber man gibt dem Universum auch sozusagen nicht die Chance, dir mehr von den guten, positiven Dingen in dein Leben zu bringen, weil du dich nicht so sehr auf die guten, positiven Dinge fokussierst. Wir sind aufgewachsen, uns wurde beigebracht, dass wir uns immer an die Regeln halten, die uns andere machen. Und unser Ziel ist es, und das haben wir in der Grundschule gelernt, das haben wir im Gymnasium oder in der nachfolgenden Schule gelernt, das haben wir in der Ausbildung gelernt, wo auch immer. Unser Ziel sollte es immer sein, keine Fehler zu machen. Und wenn du einen Fehler machst, dann ist das ganz egal, ob das in der Schule ist, ob das im Arbeitsleben ist, dann wirst du dafür in irgendeiner Art und Weise oder verurteilt. In der Schule, indem du schlechte Noten bekommst, indem du schlechte Bemerkungen bekommst, wenn du zum Beispiel, sag ich mal, deine Freude, ja, dein inneres Kind in der Schule rauslässt, bekommst du gleich einen Eintrag, dass du zu laut bist, dass du dich zu viel mit anderen unterhältst, dass du nicht fokussiert bist auf den Unterricht. So, dir wird beigebracht, hab keine Intuition, freu dich nicht zu viel, sei nicht überschwänglich, weil sonst hast du ADHS oder whatever. Und halte dich einfach an die Regeln und mach einfach keine Fehler. Und das ist auch genau der Grund, warum wir zum Teil dieses negative Mindset, dieses negative Money-Mindset in dem Sinne beim Traden oder eventuell sogar auch weiterführend haben, weil wir halt denken, okay, wir lernen jetzt was Neues, wir müssen perfekt werden und wenn wir einen Fehler machen, dann ist das schlecht und nachdem kein anderer da ist, der uns dafür verurteilt, nachdem Alexa mir nicht abends sagt, so, du bekommst heute eine 5 im Traden, gebe ich mir eben selber die 5 und verurteile mich dafür selbst zu Tode. Und ich sage euch, ich weiß nicht, wie perfektionistisch oder selbstkritisch ihr seid, aber ich bin extremst selbstkritisch und perfektionistisch und ich verurteile mich wirklich unendlich. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie krass es manchmal ist. Ich muss mich dann echt zusammenreißen. Ich meditiere dann. Jetzt ist es ein bisschen besser tatsächlich, seitdem ich sehr viel Yoga mache durch die Yogalehrerausbildung, weil jetzt mein Fokus so ein bisschen weggerutscht ist von diesem, okay, du musst dich jetzt judgen, du musst dies machen, du musst das machen, weil zum Teil ich einfach dann nach dem Trading-Tag zum Beispiel noch eine Yoga-Lesson geben muss oder darf und ich dann gar nicht so viel Zeit habe, dem Ganzen so viel Gewichtung beizumessen. Und das ist eigentlich auch der Punkt, der mir eben mit dieses Wochenende extrem aufgefallen ist, der mir extrem geholfen hat, dass ich einfach das Gewicht rausgenommen habe. Ja, letzte Woche war der Horror. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich habe Traden komplett verlernt. Freitag war wirklich, es war einfach vorbei. Ich war also in so einem tiefen Loch wie am Freitag war ich lange nicht, dass ich mir echt gedacht habe, was ist das? Kann ich überhaupt noch traden? Ja, und dann habe ich aber einfach gemerkt, okay, es ist aber nur Traden, okay? Du machst einfach stupide weiter deine Strategie. Und warum fangen wir an, uns nach einer Woche so sehr zu judgen, wenn ich gefühlt seit Anfang des Jahres nur nice Wochen hatte?
Es war keine Woche, die so war wie letzte. Das heißt, ich weiß nicht, in welcher Woche wir sind. Ich weiß ja noch nicht mal, welches Datum wir haben. Ah, okay, 20. April. Gut, also haben wir schon, keine Ahnung, roundabout 10 Wochen jetzt vorbei in diesem Jahr, die gut liefen. Aber eine Woche, die schlecht ist, ist für mich hier und die guten Wochen sind für mich hier. Und das ist wirklich der Punkt, den wir rausnehmen wollen. Und das ist der Punkt, ich werde mich da in den nächsten Mindset-Calls ein bisschen mehr darauf konzentrieren, weil ich eben denke, und ich habe mich eben, wie gesagt, auch hier mit Freundinnen unterhalten, die nicht traden, aber Money-Mindset hat jeder. Und wir haben eben so ein bisschen darüber gesprochen, was kann man machen, um dem entgegenzuwirken. Und wir sind ja gerade in unserer 28-Tage-Challenge und da haben wir uns alle ja eigentlich auch das Ziel gesetzt, dass wir in der Früh unser Handy sozusagen nicht in die Hand nehmen und uns nur auf uns konzentrieren wollen und unsere Energie bei uns behalten wollen. Und deswegen habe ich mir jetzt seit Samstag, habe ich in meiner Morgenroutine ein paar kleine Sachen angepasst. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, dass ich quasi meine normale Meditation, die ich sonst immer morgens mache, umschifte in eine Meditation zu meinem Money-Mindset. Für mich ist es definitiv auch insgesamt das Money-Mindset, weil ich eben festgestellt habe, dass ich diese negativen Emotionen, wie gesagt, wenn ich zum Beispiel meinen Trading-Account öffne nach einem schlechten Tag oder wenn ich auch meinen Bank-Account öffne, wenn ich zum Beispiel genau weiß, es wurde jetzt eine größere Summe abgebucht, um irgendwas zu bezahlen, dass ich eben diese Hesitation habe, dass ich so denke, so, schaue ich da drauf, dann sind da 1.000 Euro weniger drauf, gar kein Bock jetzt, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gefühlt habt oder ob das nur bei mir ist. Ihr könnt gerne mal nicken, wenn ihr solche Feelings auch habt, wenn ihr in euer Bank-Account schaut. Okay, ich bin froh, weil ich dachte gerade so, bin ich die einzige Person, die das fühlt? Und dann muss man sich ja fragen, also wenn wir natürlich davon ausgehen, dass Geld Energie ist, dass wir Energie sind und dass wir auf dieser Vibration sein müssen, auf der wir auch Geld attracten können, wie soll es denn in größerem Rahmen ohne viel Effort. Ja, wir wollen ja, dass es mit Leichtigkeit zu uns kommt. Wir wollen mit Leichtigkeit Geld verdienen. Wir wollen mit Leichtigkeit traden und wir wollen eben nicht dieses verbissene, ich muss 100 Stunden am Tag arbeiten, ich muss mich darauf fokussieren, ich darf mir nichts erlauben, ich darf nicht glücklich sein, solange ich das nicht geschafft habe. Wie wollen wir dahin kommen, wenn wir uns schon schlecht fühlen, wenn wir auf unser Konto schauen? Und dann habe ich eben in einem Buch gelesen, und das fand ich echt sehr schön. Und das ist eben ein Punkt, den ich jetzt in meine Meditation mit eingebaut habe, dass ich mich nämlich wirklich darauf konzentriere, also mich wirklich damit zu konfrontieren, mit diesem Gefühl. Also das Erste, was ich mache, ich stelle mir wirklich vor, wie ich mein Konto öffne, wie was abgebucht wurde und wie ich eben nicht diese negativen Gefühle habe, sondern ich kann ja die positiven Gefühle, sage ich mal, durch was anderes hervorrufen, indem ich zum Beispiel einfach an einen glücklichen Moment denke, dann lächle, dann bin ich automatisch in diesem Happy-Modus und dann daran denke, was mich normalerweise unglücklich oder anxious oder nervös stimmen würde. Ja, das ist mein Tipp und sich wirklich mit diesem Gefühl zu konfrontieren, okay, ich sehe es als eine Investition in mich. Ich sehe es als eine Investition zum Beispiel in mein Leben. Ich meine, jeder von uns, glaube ich, okay, ich bin das schlechteste Beispiel dafür, aber die meisten Leute haben eine Wohnung, fühlen sich in dieser Wohnung wohl, sind da gerne, fühlen sich dort zu Hause. Und in dem Sinne ist ja auch zum Beispiel alles, was man dafür bezahlt, einfach eine Wahnsinnsinvestition in dein Wohlbefinden. Ja, man kann eben alles von diesen beiden Gesichtspunkten betrachten. Und so versuche ich eben dann aus diesen eher negativen Emotionen in was Positives zu kommen und mich aber wirklich bewusst mit dieser Idee zu konfrontieren, darüber viel nachzudenken. Der zweite Tipp ist, glaube ich, fast noch viel wichtiger und zwar ist es eben dieses Gesetz, dir wird mehr von dem geschickt, was du wertschätzt und was du sozusagen in deinen Fokus legst. Jetzt denkt mal bitte alle darüber nach, wann habt ihr das letzte Mal richtig intensiv wertgeschätzt, wenn euch zum Beispiel jemand auf einen Kaffee eingeladen hat, wenn ihr euer normales Gehalt bekommen habt? Wann habt ihr das letzte Mal richtig zelebriert? Oder ist das einfach nur ja, das ist ja sowieso normal, das bekomme ich ja sowieso jeden Monat und hat es dann eigentlich schon wieder vergessen? Oder habt ihr das letzte Mal, wenn euch jemand einladen wollte, vielleicht gesagt, nee, passt schon, ich zahle selbst, danke. Musst du nicht machen, ist schon okay. Das sind diese kleinen Dinge, wo man wirklich
seine Energie und seine Vibration, was dieses Receiving Mindset, ja, dass Sachen zu dir kommen, dass du nicht verbissen darauf hinarbeiten musst, ja, sondern dass sie wirklich zu dir kommen wollen, dass das Universum sie zu dir sendet. Wann ist das letzte Mal vorgekommen, dass du diese kleinen Dinge wirklich wertgeschätzt hast? Und die Sache ist, ja, wir alle denken, wir wollen Millionär werden und wir wollen reich werden mit Trading und wir wollen dies und wir wollen das. Aber wir sind gar nicht in der Lage, unser normales Gehalt, unsere guten Trades und wenig, also wenn uns jemand mal einen Kaffee ausgibt oder mal ein Essen, uns zum Essen einlädt oder was auch immer, das wirklich zu wertschätzen. Weil das sehen wir als irgendwie kleine Peanuts an oder als normal oder als gar nichts wirklich Besonderes. Und in dem Moment ist die Vibration, die wir sozusagen aussenden, ist die, dass wir einfach gar nicht dankbar sind für die Dinge, die wir haben. Und in dem Moment attracten wir auch gar nicht mehr davon, weil die Energie, die wir aussenden, das sind Dinge, für die sind wir nicht dankbar und die freuen uns gar nicht besonders. Und warum sollte dann mehr davon zu uns gebracht werden, wenn wir uns ja schon auf die Dinge, die wir haben und die so positiv in unserem Leben sind, gar nicht fokussieren? Und genau, dann haben wir, ja, also das ist eben die Idee, auch von dem, was ich gelesen habe, war, dass man quasi sich wirklich jeden Tag, nachdem man sozusagen eine positive Money-Meditation gemacht hat, und zwar nicht in dem Sinne, dass man sich vorstellt, ich bin jetzt morgen Millionär und auf irgendeinem Wege kommt jetzt viel Geld in mein Leben, sondern dass man sich wirklich mit den Dingen, die man hat, konfrontiert und ganz, ganz bewusst wertschätzt und zelebriert, was man hat, was man zum Beispiel am Tag vorher bekommen hat, was man zum Beispiel am gleichen Tag bekommen hat und das wirklich morgens und abends einmal aufschreibt. Und damit wirklich genau diese Energie aussendet, dass wir sagen, hey, ich habe erkannt, ich habe heute gut getradet, ich habe, keine Ahnung, so und so viel Geld mit meinen Trades verdient, egal ob das Demo oder ob das was anderes war, und sich wirklich darauf fokussiert, was habe ich Gutes in mein Leben heute bekommen. Es muss auch nicht nur Geld sein, ja. Wie gesagt, also auch alle positiven Dinge, auch wenn jemand was Schönes zu euch gesagt hat, worüber ihr euch gefreut habt, wenn euch jemand Liebe gezeigt hat, ja. Liebe hat eine ähnliche Frequenz. Alles, was sozusagen, also auch Liebe ist was man im Überfluss in seinem Leben haben kann oder auch gar nicht in seinem Leben haben kann, ja. Und jedes Mal, wo wir eben was Positives in unser Leben attracten wollen, müssen wir im Prinzip uns nur extrem darauf konzentrieren, was haben wir schon alles Positives in unserem Leben. Und das ist jetzt wirklich spannend. Ich habe es natürlich direkt wieder im Selbstversuch ausprobiert und ich erzähle euch jetzt, wie meine letzten 2 Tage abgelaufen sind. Also manche sagen, es ist Zufall, aber ich persönlich finde, dass es schon ein bisschen mehr als Zufall ist. Und zwar hätte ich am Freitag ja meine erste Yoga-Lesson geben sollen. Dann hat es geregnet. Die hat dann am Freitag nicht stattgefunden, weil wir die draußen gemacht hätten, also wurde sie auf Samstag verschoben. Bin ich da hingegangen und es lief so ab, dass ich die in dem Surfhaus gegeben habe, in dem ich ganz lange gewohnt habe. Ich kenne die Besitzer dort mega gut und ich habe mir gedacht, ich will jetzt einfach anfangen zu unterrichten. Irgendwie habe ich da jetzt Bock drauf, also bin ich halt so, wie ich halt bin, einfach hingegangen und habe gesagt, hey, übrigens, ich mache jetzt eine Yogalehrerausbildung. Habt ihr nicht Lust, dass ich einmal die Woche kostenlos zu euch in Surfhaus komme und euren Gästen eine Yoga-Lesson gebe? So, für mich ist es zu gut zum Üben. Hintergedanke war, dass ich eigentlich mega gerne da bin, weil ich super langweilig finde, nicht mehr dort zu wohnen und dass ich dann wieder ein bisschen dort rumhängen kann. Und das war meine Idee. Also habe ich das denen einfach angeboten. Die meinten dann gleich so, ja klar, gerne, können wir einmal die Woche machen, komm vorbei. Und so, ich habe auch gleich gesagt, so, ich will gar kein Geld dafür, mir geht es einfach wirklich um die Experience und ich habe Lust, was weiterzugeben. Ich mache mega lange, die wissen auch, dass ich schon sehr lange Yoga mache, deswegen hatten die da auch direkt Vertrauen. Und dann wurde das Ganze eben auf Samstag geschoben. Dann bin ich dort am Samstag hingekommen und dann haben wir angefangen, waren sogar 6 Leute da, war mega cool und plötzlich höre ich, wie jemand Fotos macht. Dann war einfach ein professioneller Fotograf dort in dem Hostel, zufällig, der da gewohnt hat, der sich gedacht hat, cool, ich mache Content. Und ich meine, für mich ist es so, theoretisch müsste ich ja eigentlich Fotografen bezahlen, damit sie Fotos machen, damit sie Content machen und so weiter und so fort. So, das war einfach das Erste, was ultra nice war. Ich habe direkt kostenlos super viel Yoga-Content bekommen von meiner ersten Surf-Lesson. Habe ich mich natürlich schon gefreut.
Dann war die Klasse vorbei. Und dann hat der Besitzer von dem Hostel, das ist so ein schwules Ehepaar, einer von den beiden hat auch mitgemacht und meinte dann, boah, das ist genau das, was ich brauche. Ich habe gemerkt, es hat mir so gut getan. Ich rushe so durch mein Leben. Alles geht so schnell. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich es geschafft habe, abzuschalten und langsam zu sein. Ich weiß, du hast gesagt, du willst dafür kein Geld, aber hast du nicht Lust, noch einmal öfter die Woche zu kommen und mir eine Private Lesson zu geben? Sag mir einfach, was du nehmen willst. Und ich war so, okay. Okay, ja, ich meine, klar, es war halt niemals, also ja, also keine Ahnung, war es mein Ziel, irgendwann mit Yoga Geld zu verdienen? Wahrscheinlich eher nicht, aber jetzt ist es halt einfach so zu mir gekommen. Dann bin ich am Sonntag unterwegs gewesen, bisschen am Strand spazieren gegangen, dann habe ich diesen Fotografen wieder getroffen. Der hat dann erstmal weitere Fotos gemacht, super nice. Dann waren wir da ein bisschen spazieren, stellt sich heraus, was macht er von Beruf? Er ist einfach Trader. Das kann doch kein Zufall sein, Leute. Hauptberuflich, schon seit 2018 ist er Trader. Dann haben wir uns mega viel über Trading unterhalten, waren dann noch in einem von den Beach-Restaurants was essen, ja, und dazu wirklich nochmal angemerkt, kein flirty Vibe oder irgendwas, sondern wirklich einfach mega nices Gespräch über Trading, über Energy und so weiter. Dann sagt er zu mir nach dem Essen so, ja, also er reist morgen früh ab, aber ich hatte heute Morgen dann eben die Private Lesson und da waren auch ein paar Gäste dabei, er würde da auch mitmachen. Und er fand die Energie heute so toll und er würde gerne das Essen bezahlen, wenn es für mich okay ist. Er wollte auch sagen, es ist keine Anmache oder so, er würde es jetzt gerne bezahlen. Und ich war so, okay, ja, klar, gerne, danke. Einfach so richtig random. Heute nach meiner Yoga-Lesson war ich dann arbeiten in einem der Beachclubs. Dann treffe ich da wieder einfach einen Bekannten von mir, den ich seit Ewigkeiten nicht gesehen habe und genau das gleiche Spiel. Ich habe dort gefrühstückt, habe Kaffee getrunken und alles. Dann meinte er so, ja, ich muss jetzt los. Übrigens, ich habe dein Essen mitbezahlt, weil die Energie, die du mir heute gegeben hast, die war wirklich priceless. Danke. Und ich war so, okay, seriously? Ich habe natürlich alles schön aufgeschrieben in mein Journal. Let's see, was die nächsten Tage so passiert. Aber also das ist jetzt schon extrem gewesen. Es ist jetzt nichts, was mir jetzt jeden Tag so passiert. Aber ich persönlich schiebe das Ganze natürlich darauf, dass ich mich eben viel, viel mehr, also das letzte Wochenende vor allem, darauf konzentriert habe, was alles in meinem Leben ist, was sozusagen schön ist, was sich gut anfühlt, anstatt dass ich mich die ganze Zeit nur darauf konzentriere, was sozusagen nicht so gut läuft oder wo ich mich noch verbessern muss. Und ich sage gar nicht, dass ihr euch jetzt nicht darauf konzentrieren sollt, besser zu werden im Trading, ja. Natürlich muss man üben, natürlich muss man seine Fehler sehen, weil wir wollen aus unseren Fehlern lernen. Ich lebe schon ein bisschen in meiner Rainbow-Bubble, auf jeden Fall, aber ich lebe jetzt nicht so sehr da drin, dass ich denke, wenn wir uns einfach nur alle wünschen, dass wir erfolgreich im Trading sind, dann sind wir alle erfolgreich im Trading. Das ist natürlich totaler Bullshit, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man mit dieser Mindset-Arbeit und mit dem Journalen und mit dem Meditieren bestimmte Ziele viel, viel schneller und viel, viel glücklicher erreicht, als man sie erreicht, wenn man sich nur komplett verbissen auf die Technik konzentriert. Und da, denke ich, bin ich auch das beste Beispiel dafür, ja, weil ich glaube nicht, dass es viele Trader gibt, die nach dieser kurzen Zeit schon so entspannt traden können und davon leben können. Und deswegen möchte ich euch einfach gerne die Sachen mitgeben, von denen ich überzeugt bin, dass sie mich sozusagen auch dazu gebracht haben. Ja, weil es ist immer einfach. Klar, ich kann euch Resultate zeigen, natürlich. Ich kann einfach jeden Tag posten, okay, hier, schau, mit dem Trade habe ich 2.000 € verdient. Aber was mache ich damit? Ich zeige euch das Ergebnis, was eigentlich auch total irrelevant ist, weil es ist ein 200.000-Konto, es ist jetzt kein Hexenwerk, damit 1% zu machen. Ja, wenn ich ein 1.000-€ Konto hätte und ich würde euch zeigen, ich hätte 100 € am Tag verdient und ich würde das bei Instagram posten, würde es wieder keine Sau interessieren, weil sich jeder so denkt, ja toll, was soll ich mit 100 € machen? Ja, das ist ja so ein bisschen der Punkt. Aber wirklich mein Tipp ist, konzentriert euch darauf, dass ihr schaut, okay, wer zeigt mir den Weg und nicht nur das Ergebnis? Ja, weil es bringt euch überhaupt gar nichts, wenn ich euch das Ergebnis zeige, sondern was ihr sehen müsst, ist der Weg. Wie kommen wir dahin, ein professioneller Trader zu werden? Wie kommen wir dahin, konstant profitabel zu sein? Aber das Allerwichtigste, wie kommen wir dahin, dass wir mit Leichtigkeit und mit Ease traden können?
Ja, dass wir diesen Stress nicht haben, dass wir diesen Druck nicht haben. Trading kann unfassbar einsam sein. Ich spreche aus Erfahrung. Mein erstes Jahr, meine ersten 1,5 Jahre waren Horror, weil ich einfach lonely war. Ja, ich hatte niemanden, mit dem ich mich über einen schlechten Tag austauschen konnte. Das Einzige, was ich hatte, war Yoga und Meditation. Und das hat mir wirklich, wirklich, wirklich viel gebracht. Und ich denke, dass diese Übung, die ich jetzt gerade eben implementiert habe, nachdem ich davon gelesen habe, ich war total begeistert. Ich war so, wow, ja, klar, wie soll es denn, also wieso habe ich immer diese negativen Emotions, wenn ich an meinen Account denke? Ist ja total crazy eigentlich. Man sollte sich ja eigentlich freuen, wenn man an sein Geld denkt, was man schon hat. Und währenddessen versucht man mehr zu manifestieren, aber ist gar nicht glücklich über das, was man hat, sondern ist jedes Mal traurig und hat jedes Mal negative Emotionen oder Angst oder irgendwas. Also traurig ist vielleicht übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und so ist es ja auch mit dem Trading-Account. Wenn ich dann einen schlechten Tag hatte, was bringt es mir, wenn ich dann noch 5 weitere Tage mich darauf konzentriere? Ja, toll. Und da habe ich jetzt 2% verloren und ich bin überhaupt sauer und traden kann ich auch nicht und ich bin sauer auf mich selber und ich habe das nicht gut gemacht, sondern fang wirklich an, auf jeden Fall Guided Money Mindset Meditation. Ja, also die sind alle auf Englisch, aber ich suche euch eine raus. Also ich habe eine gefunden auf YouTube von Dr. Joe Dispenza. Ich mag halt Dr. Joe Dispenza ganz gerne und irgendwie bringt er mich auch immer ein anderes Sphären mit seiner Meditation. Die geht allerdings 1 Stunde, aber der Guided Part ist, glaube ich, nur eine halbe Stunde und dann könnte man theoretisch auch aufhören. Aber also ich habe mir vorgenommen, mir wirklich auch die Zeit morgens zu nehmen, ja, da einfach wirklich tief reinzugehen. Also ich empfehle euch wirklich, wenn ihr das richtig shiften wollt, diese Emotions, die ihr habt, das auch wirklich eine halbe Stunde am Morgen zu praktizieren. Ich kann euch sagen, also allein diese 3 Tage sind schon absolut crazy. Ich meine, ihr habt es gehört, was passiert ist. Klar, böse Zungen würden jetzt behaupten, es sei Zufall, aber keine Ahnung, davor ist es ja nicht passiert. Ja, und die Idee ist halt, oder die Sache mit diesen ganzen Meditationen und Journalen und Manifestieren, wann funktioniert es oder was muss man machen, damit es funktioniert? Und ich glaube, also meine Antwort darauf ist tatsächlich, es funktioniert, während du es machst und während du dich darauf fokussierst. Aber es ist nicht anhaltend. Das heißt, sobald ich aufhöre, das zu machen, sobald ich aufhöre, morgens diese Stunde oder diese 30 Minuten meinen Fokus darauf zu legen, wird es auch wieder abflachen. Ja, weil es ist eben was, also es ist einfach Energie. Energie musst du konstant hochhalten. Energie bleibt nicht automatisch konstant hoch. Nur weil ich jetzt einmal gute Laune habe, habe ich jetzt nicht für den Rest meines Lebens gute Laune. Ja, und deswegen ist es halt so, dass ich glaube, dass also gerade wenn ihr irgendwas in euer Leben manifestieren wollt oder wenn ihr euer Mindset shiften wollt, dann ist es halt schon wichtig, das eine längere Zeit am Stück zu machen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es wieder ins Negative umschwankt. Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt, seitdem ich das mache, also auch zum Beispiel, wenn ich es jetzt morgens gemacht habe, habe ich jetzt nicht abends wieder negative Emotions für mein Konto, sagen wir es mal so. Aber ich habe das Gefühl, dass man es wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum machen sollte, um das wirklich nachhaltig zu shiften. Weil das sind ja Sachen, die sehr, sehr tief sitzen bei uns, ja. Wir haben das jetzt seit mehreren Jahren schon so einstudiert. Wahrscheinlich durch irgendwelche Erlebnisse, keine Ahnung, zum Beispiel in der Ausbildung, wo wir nicht so viel Geld hatten, wo wir plötzlich eine Autorechnung zahlen mussten oder was auch immer, irgendwas Unerwartetes, was passiert ist, was uns dazu gebracht hat, dass wir diese negativen Emotionen zu Geld oder zu Trading oder zu unserem Konto haben. Und aus dem Grund müsst ihr euch immer überlegen, also es ist im Prinzip ein bisschen ähnlich wie wenn man sagt, okay, wenn man sich jetzt von seinem Partner trennt, ab wann ist man wieder ready? Und man sagt ja immer, man braucht eigentlich die gleiche Zeit, die man zusammen war, wieder alleine, um sozusagen auch die Dinge wieder also wieder auf sich zu fokussieren, ja, und sie eben nicht mehr bei wem anders zu haben. Und ich glaube, dass es mit vielen Dingen und mit vielen Gewohnheiten ähnlich ist. Wenn ich eine Gewohnheit oder ein Money-Mindset seit 10, 12 Jahren so lebe und seit 10, 12 Jahren jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich reinschaue, diese negativen Emotions habe, dann ist einfach der Punkt, dann wirst du es halt nicht, weil du jetzt zweimal meditierst, wirst du es halt nicht shiften können.
sondern du musst halt wirklich langfristig verstehen, warum will ich es shiften, du musst langfristig verstehen, wie kann ich es shiften und es dann aber vor allem also in die Umsetzung kommen, in die Anwendung kommen. Aber ich kann euch sagen, Leute, wir haben morgen Neumond in Widder und das ist genau die Energie, die uns ins Tun bringt und die uns in die Umsetzung bringt. Und deswegen ist jetzt eigentlich ein super, super, super guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Also leider seid ihr nicht in Caparica. Wir machen morgen nämlich auch eine richtig coole New Moon Session mit Manifestieren und so weiter und so fort und Intentions setzen. Aber ihr könnt auf Jules Call gehen. Die macht, denke ich, auch eine Manifestation Session online. Und dann mit ihr diese Energie sozusagen leben. Also ich empfehle euch wirklich, da morgen dabei zu sein und dann eure Intentions zu setzen, ja, für eure nächsten Monate und so weiter und so fort. Es ist aus energetischer Sicht gerade der perfekteste Moment überhaupt. Kann ich im Discord teilen? Ja, das werde ich im Discord teilen. Gute Idee. Ist wirklich einer der Momente, wo man die Power hat und wo wir auch sozusagen vom Universum die Unterstützung bekommen, die wir brauchen, um jetzt das zu implementieren. Aber fangt wirklich an, morgens und abends, also das mit dem Journalen, schreibt euch jeden Morgen auf, was am letzten Tag alles Tolles passiert ist, wie dankbar ihr seid. Und ihr könnt es wirklich ausweiten. Es geht nicht nur um Geld, es geht genauso um Freundschaften, um schöne Momente, um Erlebnisse. Einfach alles, was ihr mehr in eurem Leben haben wollt. Alles, wofür ihr mega, mega dankbar seid und was euch was Positives bringt. Ja, es kann selbst ein Arbeitskollege sein, bei dem ihr dann jeden Tag einfach gute Laune habt, wenn ihr den seht, weil ihr euch gut mit dem versteht. Es ist alles, was ihr in eurem Leben haben wollt, habt ihr wahrscheinlich schon in eurem Leben. Ihr müsst nur anfangen, dem mehr Fokus zu geben. Weil es ist, jeder hat es schon mal gehört, Energy flows where focus goes. Wo euer Fokus hingeht, da geht eure Energie hin. Und das ist eure Vibration. Ja? Und in dem Moment zum Beispiel, wo ich mich darauf konzentriere, dass mein Körper gesund ist, dass es mir gut geht, dass ich mich so sehr freue, weil ich einen leichten Sonnenbrand habe, weil ich heute zu lange am Strand war, dass ich surfen kann jeden Tag. In dem Moment kommen diese Dinge mehr und mehr in mein Leben. In dem Moment, wo ich meinen Tag damit beginne, dass ich in mein Journal schreibe, dass der Tag heute toll wird, wird der Tag toll. Weil das ist meine Intention. Mit der Intention gehe ich in meinen Tag. Und diese Intention, das kann man halt einfach komplett ausweiten auf alles. Das kann man ausweiten auf Trading. Ich kann euch sagen, wenn ihr euch jeden Morgen die Intention setzt, dass ihr ein Trader seid, der mit Leichtigkeit tradet und der sich an die Regeln hält. Wenn ihr diese Sätze jeden Tag in euer Journal schreibt, wenn ihr dazu schreibt, dass ihr darüber glücklich seid, dass ihr dafür dankbar seid, wisst ihr, wie sehr ihr das Risiko minimiert, komische und Over-Risk-Entscheidungen zu treffen? Das ist wirklich der Key. Der Key liegt nicht darin, dass du noch die 10. Strategie lernen musst. Der Key liegt nicht darin, dass du noch mehr Theorie in dich reinholen musst, sondern der Key liegt darin, dass du lernst, dass du dich selber richtig, richtig krass steuern kannst. Wir sind wirklich, also, ja, wie soll ich sagen, Spiritual Beings, wir haben so viele Superpowers, die wir mit unserer Energie erreichen können. Das Problem ist nur, uns hat nie jemand beigebracht, wie wir unsere Energie nutzen können. Wir werden einfach zu Arbeitstieren erzogen, die am besten Scheuklappen aufsetzen und nicht nach rechts und nach links schauen. Am besten, du befolgst von A bis Z nur die Regeln. Schau mal, dir wird in der Schule nie irgendwas über dich beigebracht. Die werden unwichtige Dinge beigebracht, die deinen Fokus komplett von dir ablenken. Hat dir schon mal jemand beigebracht in der Schule, dass deine Energie andere Energie attractet? Hat dir schon mal jemand beigebracht, dass du eigentlich nur Energie bist? Egal aus welcher Perspektive man es sieht, ob man jetzt denkt, okay, du bestehst aus Atomen und Elektronen, ob man es aus der Perspektive sieht, dass du zu einem sehr hohen Prozentsatz aus Wasser bestehst, es ist total egal, aber wir kommen auf das gleiche Ergebnis, nämlich du bist Energie. Warum hören wir sowas nicht? Warum hören wir nicht, dass wir alles machen können, was wir wollen, wenn wir unseren Fokus darauf setzen? Das Einzige, was wir jahrelang eingetrichtert bekommen, ist zu funktionieren.
ist, einen Ablauf zu haben. Schaut mal, es gibt mittlerweile Studien darüber, dass ein 8-Stunden-Arbeitstag mehr als unproduktiv ist. Jeder weiß, dass du dich nicht so lange fokussieren kannst. Jeder weiß, dass du produktiver wärst, wenn du einen 5-Stunden-Arbeitstag hättest und die andere Zeit damit verbringen würdest, dafür zu sorgen, dass es dir auch im Kopf gut geht. Aber was passiert? Den Arbeitgebern ist es egal. Welcher Arbeitgeber hat schon damit angefangen, das umzusetzen? Obwohl diese Studien da sind, obwohl es diese Beweise gibt. Und ich kann euch sagen, warum? Weil wir nicht mehr steuerbar sind, wenn wir anfangen, komplett frei zu leben. Weil unser System, so wie es ist, nicht funktioniert, wenn jeder sagt, ach so, ich kann frei sein, ja, dann bin ich frei. Und deswegen ist aber die Sache die, ich sage auch gar nicht, dass das der einzig richtige Weg ist, weil jeder muss für sich den Weg finden, der einen glücklich macht, okay? Und wenn du jemand bist, der sich super wohl fühlt in diesem Sicherheitsnetz, ja, in diesem, keine Ahnung, dicken Schaumstoffgehäuse, in dem dir nichts passieren kann, du kannst zwar auch nicht raus, aber es kann auch nicht viel passieren da drin, dann ist das um Gottes Willen völlig in Ordnung und ich möchte mit gar keinem Wort jemals sowas verurteilen. Nur denke ich, dass die Leute, die mir gerne zuhören oder die Leute, die auch bei mir im Coaching sind, eben genau aus diesem Grund hier sind, weil sie eben nicht komplett glücklich sind in diesem Schaumstoffpalast, ja, sondern weil sie eben mehr wollen von ihrem Leben. Und wenn du mehr willst von deinem Leben und wenn du Fulltime-Trader sein möchtest, dann kannst du das eben auch auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Du kannst es auf den Weg erreichen, dass du dich nur auf Strategie konzentrierst, dass du 3-4 Jahre lang so lange viele Fehler machst, so lange leidest unter deinen Losses, so lange versuchst, die Dinge zu verdrängen, indem du dich entweder ablenkst mit whatever, mit Shoppen, mit Feiern, mit Partnern, es gibt so viele Möglichkeiten, sich abzulenken von diesen Losses. Aber genau das ist es, was ich nicht möchte, weil ich möchte gar nicht, dass in meinem Körper irgendwelche komischen, negativen Energien gespeichert werden, die mir später eventuell irgendwo Schmerzen bereiten oder mich krank machen oder mich weniger glücklich machen, sondern ich möchte halt einfach zu 100% glücklich sein. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich diese Dinge verarbeite, anstatt sie zu verdrängen und nicht einfach sage, ja, okay, war ein schlechter Tag, muss ich morgen mehr lernen. Man kann diesen Weg gehen. Und es gibt sicher auch Leute, die lieber diesen Weg gehen, weil die sich denken, ah, was quatscht diese spirituelle Tante da schon wieder über irgendwelche Energien, auch völlig okay. Aber wenn du den Weg gehen möchtest, der meiner Meinung nach der Weg ist, der dich am glücklichsten und am schnellsten zum Erfolg bringt, dann ist es super, super wichtig, dass du wirklich anfängst, der oberste Fokus, und ich kann es nicht oft genug sagen, ist deine Energie, deine Zeit, deine Energie, und die Dinge, die du in deinen Kopf lässt. Wirklich, das ist so wichtig. Was lässt du in deinen Kopf? Wem hörst du zu? Wirklich, die Sache ist, wenn du anfängst, in tiefere Meditationen zu gehen, gerade wenn man dann schon ein bisschen trainierter ist im Meditieren, ist es bei mir wirklich so, wenn ich zu viel auf mein Handy geguckt habe und zum Beispiel, weiß ich nicht, Reels bei Instagram geschaut habe oder TikToks und so weiter und so fort, was ich natürlich manchmal mache, weil ich muss dann sehen, was es für Trending Sounds gibt, was machen andere Creator, dann kriege ich ja auch meine Inspiration. Aber wisst ihr, wie so eine Meditation danach aussieht? Das ist wirklich völlig geistesgestört. Da brauche ich gefühlt erstmal 10 Minuten, bis ich wieder vergessen habe, was Bloggerin Caroline Deißler zum Abendessen gegessen hat. Weil das die Dinge sind, die in meinem Kopf sind. Und wenn man wirklich mal in Stille sitzt und wirklich sich selber die Chance gibt, sich zuzuhören, dann merkt man erstmal, mit was man den ganzen Tag alles konfrontiert wird. Und ich bin mir sicher, dass es bei euch noch wesentlich, wesentlich, wesentlich mehr Distractions sind als bei mir. Weil ich habe ja schon die Möglichkeit, mich den ganzen Tag nur mit mir zu beschäftigen. Aber bei euch, dann erzählt euch der Arbeitskollege noch hier, wie es ihm geht, und der lädt noch lädt noch den emotionalen Müll bei euch ab und sagt dann noch, oh ja, und da ging es mir schlecht und bla bla bla, dem müsst ihr noch zuhören. Dann ist man zwischendurch noch bei Instagram und dann hat man der Kopf ist einfach voll mit komplett anderen Menschen und gar nicht mit euch. Und das ist aber wirklich auch die Idee der Gesellschaft, dass die Leute werden busy gehalten mit allen Dingen, die dich von dir selbst und von deinem Fokus und von deiner Energie wegbringen. Und das ist das Allerwichtigste, dass du dir das zurückholst. Hol dir deine Energie zurück, ja?
gib sie nicht an andere Menschen raus. Oder überleg dir genau, an wen du sie rausgibst und überleg dir genau, ob das ein positiver Energieaustausch ist. Und wenn es keiner ist, dann gib deine Energie nicht raus an die Person. Ja? Und wenn ihr, gerade wichtig ist auch noch so ein Punkt, was auch ein richtiger Energiefresser sein kann, sind gerade auch so Sachen, die noch in der Vergangenheit liegen, wo man vielleicht Dinge noch nicht verarbeitet hat, wo man Leuten noch nicht verziehen hat. Aber ich kann euch sagen, wenn euch da Dinge beschäftigen, es gibt 2 Möglichkeiten. Die Möglichkeit 1 ist wirklich zu vergeben und ihr vergebt der Person nicht für die Person. Die Person muss das auch nicht wissen, sondern es ist, ihr vergebt für euch, damit ihr die Möglichkeit habt, eure Energie zu euch zurückzuholen. Und wenn wirklich Dinge passiert sind, die man nicht vergeben kann, die einfach so schlimm sind, dass man wirklich sagt, nein, dann akzeptiert es. Dann lernt diese Akzeptanz. In beiden Fällen empfehle ich euch wirklich einen Brief an die Person zu schreiben, den Brief eventuell zu verbrennen danach, ja, und für euch einfach so ein Ritual zu machen. Vielleicht muss man es auch 1-, zweimal machen, aber holt euch eure Energie zurück und euren Fokus. Das ist so wichtig, nicht nur für Trading, sondern auch für alle Dinge, die ihr später an positiven Dingen in euer Leben manifestieren wollt, weil wenn ihr euren Kopf nicht frei habt, wenn ihr in der Früh zum Beispiel schon an Dinge denkt, die negativ sind, die euch nicht glücklich machen, die euch noch beschäftigen, dann ist es wahnsinnig schwer, mit dieser positiven Energie für euch, für euer Trading, für euren Körper zu starten, wenn diese Energien überall irgendwo anders sind. Und gerade wenn man eben diese Gewohnheit hatte, weil man halt viele Jahre zum Beispiel, weiß ich nicht, diesen Groll mit sich herumgetragen hat oder weil man sich eben viele Jahre hat ablenken lassen von allem Möglichen und man muss da erstmal reinkommen. Aber deswegen haben wir ja diese Mindset Monday Calls, damit ich euch jede Woche da wieder daran erinnern kann, kommt da rein. Und was ich zum Beispiel ganz gerne mache, ist noch ein kleiner Tipp für jeden Montag. Das mache ich immer morgens in der Yoga-Session, also in meiner Montagmorgen-Session sozusagen, dass ich mir eine Intention setze für die ganze Woche, eine Intention, mit der ich dann durch diese Woche gehen möchte. Und ich nehme die dann sozusagen einmal mit in meine Yoga-Session, weil ich glaube daran, dass wenn ich dann mich während der Session öfter in Bewegung sozusagen daran erinnere, dass mein Körper sich daran erinnert. Und die Intention für diese Woche ist eben genau das, was ich euch gerade mitgegeben habe, dass ich wirklich ganz bewusst in dem Moment, wo ich etwas Positives erlebe, innehalten möchte und kurz diesen präsenten Moment genießen möchte, in dem das Positive passiert. Das macht man nämlich wirklich viel zu selten. Dann passiert irgendwas Gutes und dann ist es so, ah ja, okay, super, danke. Und dann ist man schon wieder mit den Gedanken bei dem nächsten Task. Aber macht das mal. Nehmt euch das auch mal als Intention für diese Woche vor. Wenn irgendwas ist, was euch gerade freut oder was schön ist, dann haltet einen Moment inne und genießt einfach kurz dieses Gefühl und bedankt euch. Bei was auch immer, an was auch immer ihr glaubt, bei euch selbst, beim Universum, egal. Oder auch bei der Person, wenn eine Person was Schönes zu euch gesagt hat, nehmt euch vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, die Dankbarkeit zu zeigen. Ja, aber fangt an, es auszustrahlen und diese Energie auszustrahlen ins Universum, damit sie zu euch zurückkommen kann. Und das ist meine Intention für diese Woche. Und ich habe mir auch so einen kleinen Triggerpunkt gesetzt. Wahrscheinlich denke ich bin total crazy, aber es ist okay. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich mich immer wieder daran erinnern? Weil kennt ihr das, wenn man hat sich irgendwas vorgenommen und man war voll guter Dinge und dann kommt das Leben und es passieren super viele Dinge und man vergisst es schnell wieder. Deswegen habe ich mir überlegt, jedes Mal, wenn ich an mein Ohr fasse, möchte ich mich wieder daran erinnern. Also mal sehen. Ich denke, funktioniert ganz gut, sich so einen Triggerpunkt zu setzen. Oder man kann sich auch sagen, ja, weiß ich nicht, man ein Armband anhat oder so, dass man sagt, okay, wenn man daran gerne rumspielt, dann erinnert man sich wieder dran. Und ich sage euch, wenn man das mit wirklich so als Triggerpunkt sich vornimmt, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und eben gerade, glaube ich, bei diesen Dingen, die so mehr auf der Energieebene basieren, die man jetzt nicht unbedingt sehen kann, aber die man fühlen kann, ist es ultra wichtig. Also, deswegen mein Tipp, Dankbarkeit und Freude für die Dinge, die wir in unserem Leben haben, in der nächsten Woche und natürlich dann hoffentlich auch danach wirklich fühlen und gebt euch selber wirklich diesen Respekt, zeigt euch diesen Respekt, dass ihr
in den ersten Minuten des Tages euch auf euch konzentriert. Okay? Wir werden nächste Woche darüber sprechen, in was für verschiedenen, sage ich mal, Vibrationen oder Energiewellen sich unser Hirn befinden kann. Aber kleiner Sneak Peek, direkt nach dem Schlafen ist unser Unterbewusstsein, wir sind im Prinzip mega offen und mega verletzlich. Und alles, was wir in den ersten paar Minuten unseres Tages in unseren Kopf reinlassen, bleibt dort viel, viel, viel tiefer drin als Dinge, die irgendwann später reinkommen, okay? Weil später sind wir vielleicht schon abgelenkt, wir sind schon mehr in diesem Survival-Mode und da schwingt unser Hirn auf einer anderen Energiewelle, die uns nicht mehr so zugänglich macht. Und deswegen ist auch hier schon mal die Info: Nehmt euch wirklich die ersten Minuten des Tages direkt nach dem Aufstehen, ohne mit eurem Partner zu reden, ohne auf euer Handy zu schauen. Lasst nichts rein. Nur ihr, eure Gedanken und die Dinge, die ihr positiv in eurem Leben umsetzen möchtet. Das ist ein echter Gamechanger, weil man es einfach dann sozusagen wirklich fast mehr oder weniger in sein Unterbewusstsein programmieren kann und sich viel mehr den ganzen Tag über daran erinnern wird. So, das wollte ich euch mitgeben, weil das hat mich dieses Wochenende sehr beschäftigt und wie ihr seht, also meiner Meinung nach auch schon mit unglaublichen Resultaten belohnt. Und habt ihr dazu Fragen, dann schreibt sie gerne in den Chat. Ansonsten sehen wir uns morgen zum Live-Trading. Sehr gerne, Stefan. Freut mich, dass ihr alle dabei wart. Danke, dass ihr mir eure Zeit und euren Fokus geschenkt habt. Ich hoffe, dass ich euch nicht von euch selbst distracted habe, sondern euch mehr dorthin führen kann. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Genießt ihn sehr und ich freue mich auf euch morgen. Mua.